Hi und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Ich bin Luisa und wir backen heute eine schöne Schwarzwälder Kirschtorte. Für die Schwarzwälder Kirschtorte brauchen wir heute ein bisschen Mehl, Zucker, wir brauchen Eier und natürlich auch die Sauerkirschen und nicht zu vergessen das Kirschwasser, den Schnaps. Wir brauchen die Flüssigkeit von den Sauerkirschen, brauchen Kakao, wir brauchen ein bisschen Speisestärke, ganz viel Sahne und später zum Dekorieren noch die Schokostreusel. Dann brauchen wir nochmal Speisestärke für die Schattenmorellen, für die Sauerkirschen und wir brauchen ein bisschen Backpulver. Wir brauchen Sahnesteif und wir brauchen nochmal eine kleine Prise Zucker. Für den Schokobiskuit nehmen wir jetzt unsere Eier und schlagen sie in die Schüssel. Dann kommt der Zucker dazu und 6 Esslöffel Wasser. Und dann fangen wir an, diese Masse aufzuschlagen, bis sich das Volumen mindestens verdoppelt hat. Jetzt machen wir weiter und geben die trockenen Zutaten alle in eine Schüssel. Das heißt Mehl, Speisestärke, Kakao, und das Backpulver. Das vermengen wir jetzt mit einem Spatel gleichmäßig und sieben das jetzt in zweimal auf unsere schön geschlagene Ei-Zuckermasse. Man sieht, sie hat sich mehr wie verdoppelt. Die Hälfte der Masse rein, vorsichtig drüber sieben, dass die Hälfte davon nicht aus Versehen auf dem Tisch landet, sondern schön auf der Masse. Wir heben unter, ganz vorsichtig, die erste Ladung. Ich drehe dabei immer ganz gerne die Rührschüssel mit. Wichtig ist jetzt, dass wir nicht zu stark rühren, sondern wirklich versuchen, das Ganze nur unterzuheben, damit wir die Luft im Biskuit nicht verlieren. So, die zweite Ladung. Jetzt muss man relativ zügig arbeiten. Wir fetten uns jetzt eine Springform am Boden, legen ein Backpapier drauf und geben den Teig dann direkt hinein. Und was ich immer ganz gerne noch mache, damit der Biskuit gleichmäßig nach oben kommt, ist ihn einfach zweimal kurz auf die Oberfläche fallen lassen, damit sich der Teig ein bisschen festigt und absetzt und dann gleichmäßig schön nach oben kommen kann. So, der Biskuit ist jetzt fertig gebacken. Den haben wir jetzt ganz kurz auskühlen lassen, schneiden ihn jetzt aus der Form raus, ganz vorsichtig am Rand entlang, lösen die Form und geben ihn auf dieses Kuchengitter, damit er da schön auskühlen kann. Dazu einfach nur vorsichtig mit dem Messer hier am Rand entlang gleiten und vorsichtig die Springform öffnen. So, und da wir das Papier hier drunter haben, können wir den ganz easy hier draufstellen. Wir machen direkt weiter mit den Schattenmorellen. Dafür haben wir einmal den Saft und einmal die Schattenmorellen selber. Davon habe ich 16 zur Seite getan für die Dekoration nachher. Wir haben unsere Speisestärke und geben 2 Esslöffel von dem Saft
zu der Speisestärke und verrühren das mit dem Löffel zu einer glatten Masse. Jetzt geben wir das Wasser in den Topf. Und kochen das Ganze auf. So, das Kirschwasser kocht. Wir schalten kurz ein bisschen runter. Und geben jetzt die Speisestärke dazu und rühren. Wir lassen das noch ganz kurz 30 Sekunden auf dem Herd, damit die Creme nicht zu mehlig schmeckt. Und immer schön dabei rühren. So, unser Kirschsaft ist schön eingekocht, schön cremig. Jetzt geben wir die Schattenmorellen da hinein und heben die unter. Was ich jetzt immer ganz gerne mache, ist das mit Frischhaltefolie abdecken, und zwar so, dass die Frischhaltefolie die Kirschen berührt. Wir verhindern somit, dass sich eine Haut bildet und wir dann nachher eventuell so komische Hautfetzen in der Torte haben. Und dann stellen wir das zur Seite. Wenn das handwarm ist, tun wir es in den Kühlschrank, und wenn sie abgekühlt sind, dann geben wir sie auf die Torte. Um den Boden richtig schneiden zu können, nehmen wir den vom Backpapier ab, legen ihn auf unsere Arbeitsfläche und dann nehmen wir die Tortensäge hier jetzt sind wir drin und sägen hier erstmal die obere Schicht ab. Vorsichtig sägen, nicht zu viel drücken. Ja, voilà. Unsere erste Schicht tun wir gerade zur Seite. Dann spannen wir uns das auf die Hälfte ein. Immer schön nachzählen, damit das auch gleichmäßig ist. Und dann gehen wir an die zweite Schicht. Der Anfang ist immer ein bisschen schwieriger, weil man halt den karamellisierten Rand durchschneiden muss. So, wie ihr seht, gibt es aber zwei wirklich wunderschöne Schichten mit dem Deckel. So. Vorsichtig runternehmen. Und unser unteres Teil haben wir auch gleich. Für die Sahne haben wir jetzt hier 1 Liter Sahne, den wir in die Rührschüssel geben. Aus Sicherheitsgründen nehme ich die Schüssel lieber raus. Gebe die kalte Sahne rein. Wichtig ist wirklich beim Sahne aufschlagen, dass sie immer kalt ist. Warme Sahne lässt sich nicht aufschlagen. Dann geben wir den Zucker hinein und fangen an aufzuschlagen. Sobald wir merken, dass die Sahne anfängt, Luft reinzubekommen, geben wir langsam das Sahnesteif dazu. Auch sehr wichtig beim Sahneschlagen. Manche denken, okay, wir machen es jetzt lieber schnell, weil die Sahne muss schnell steif werden. Man kann Sahne sehr schnell überschlagen. Tatsächlich soll Sahne ein bisschen mehr wie gerührt werden und nicht geschlagen. Ganz wichtig. Das bedeutet, diese Stufe hier ist eigentlich schon zu schnell. Wir machen es ein bisschen langsamer, sodass das Fett in der Sahne die Zeit hat, sich richtig schön zu festigen. Und geben hier langsam
das Sahnesteif dazu. So, Sahne ist steif. Jawohl. Schön fest, schön dicht. Wir nehmen uns jetzt einen Schöpflöffel oder 2 Schöpflöffel sicherheitshalber von der Sahne in einen Spritzbeutel, damit wir nachher obendrauf eine schöne Deko machen können. Zur Seite, die tun wir in den Kühlschrank. So, dann beginnen wir. Wir nehmen den unteren Teil vom Biskuit und verteilen darauf ungefähr 3 Esslöffel von dem Kirschwasser. Ihr könnt das mit einem Esslöffel machen oder wie ich mit einem Pinsel. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Auch die Dosierung. Wer so eine richtig schön beschwipste Torte möchte, kann natürlich auch mehr verwenden. So, dann nehmen wir die Kirschen. Dann kommen ungefähr 3 Esslöffel Sahne drauf. Die verteilen wir mit unserer Palette. Hier brauchen wir noch ein bisschen. Jetzt nehmen wir den zweiten Biskuit. Legen ihn oben drauf und verteilen wieder Kirschwasser. Jetzt geben wir den letzten Teil vom Biskuit oben drauf. Und verteilen die Sahne jetzt einfach oben drauf und an den Seiten. Dazu gebe ich die gesamte Sahne auf den Deckel. Nehme mir mit der Palette ein bisschen Sahne weg. Wir verteilen die Sahne oben und seitlich gleichmäßig. So, kleiner Tipp, wenn ihr direkt auf so einer Tortenplatte arbeitet, um einen schönen Rand dann wieder zu bekommen, nehme ich einfach ein Zewa und fahre mit dem Finger hier so nah wie möglich an der Torte entlang. Jetzt nehmen wir unsere Schokostreusel und geben diese vorsichtig in die Hand und drücken sie an die Sahne. Jetzt dekorieren wir noch mit der restlichen Sahne, die wir im Kühlschrank gelagert hatten, und geben einfach kleine Röschen drauf. Und das ist sie, unsere Schwarzwälder Kirschtorte. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Das Rezept findet ihr in einem Link unter diesem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.